Ich sehe nichts. Ah ja, Wir haben es Daumen. geschafft. So. Unglaublich. Es ist nach all den, nach gut 34 Minuten geschafft. Es tut uns fürchterlich leid, aber wir sind ja wirklich eins der wenigen Museen in Deutschland, öffentlichen Museen mit WLAN. Aber das WLAN hat uns heute Abend verlassen. Es hat uns kläglich im Stich gelassen und ich glaube, wir haben jetzt über LTE eine Lösung gebaut, dass wir es dennoch schaffen, live zu gehen. Großen Dank an die Technik. Vielen Dank. Danke. Ja, schade WLAN, dass es nicht funktioniert hat, aber jetzt machen wir es so. Ja, Sound of T-Schwarz heute Abend. Freitagabend geht es ja immer um T-Schwarz hier im digitalen Kulturwinter und unsere großartige Ausstellung Dance Tilio Popo, von der man jetzt ja auch sagen kann, ich kann noch nichts Genaues sagen, dass sie tatsächlich irgendwann jetzt, denke ich, in den nächsten 2, 3 Wochen eröffnen wird. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Wir sind heftig am Plan. Das sind gute Neuigkeiten auf jeden Fall. Und umso schöner ist, dass wir heute Abend solche großartigen Gäste haben. Wir haben nämlich neben den beiden Hauptprotagonisten, Ali und Basti, den dritten Protagonisten, den Tobias Rehberger da, der die Ausstellung für die Jungs, mit den Jungs gestaltet hat, auch mit seinen Erinnerungen an die Onyu-Zeit. Und wir haben heute jemanden eingeladen, um über den Sound of T-Schwarz und auch die Verbindung zwischen elektronischer Musikkultur und Kunst einzuladen, der eine absolute elektronische Musiklegende ist, nämlich DJ Hell. Ja, dann Genau. Helmut, nehmen wir dich gleich mit rein. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Kannst du dich erinnern eigentlich, wie du hier diese beiden Protagonisten, Ali und Basti, kennengelernt habt, wie ihr euch kennengelernt habt und wann das vielleicht sogar war? Ja, genau, weiß ich es nicht mehr. Ich habe heute Nachmittag recherchiert und nach ersten Begegnungen gesucht und ähm, ich war zum ersten Mal auflegen, denke ich, 92 in Stuttgart und der Club hieß Oz. Und da war Genau. sogar, da waren unter der Woche Techno-Partys und da hat Dienstag, habe ich da mit Sven Fett aufgelegt, soweit ich mich erinnere, und DJ Rock aus Berlin. Kann natürlich sein, dass Ali und Basti da Gäste waren, Durchaus 92. möglich. Durchaus möglich. Und Im Ost sind wir auch rumgehampelt. Und was ich natürlich noch weiß, dass ich im Red Dog oder On You nie gespielt habe. Da war ich wahrscheinlich zu technoid unterwegs, weil es waren ja eher Hausclubs und ich denke, wir haben uns dann in Berlin kennengelernt auf Ja, Partys und da gibt's ja dann über die Jahre, ich kann mich erinnern, wir haben weltweit zusammen auf Festivals gespielt, in Clubs. Mir ist eingefallen, das glaube ich hieß Five Days Off, oder Ali Basti? Oder genau. war In, das Days We Off. Love? in Belgien, Wie? ne? Belgien, ja. In Gent, in Da haben wir Belgien, beim zusammen gespielt. Philippe. Genau. Wir Genau, haben dann ganz oft in viel zusammen gemacht. Ibiza. Dann deine Bitte? Gigolo-Geschichten und so weiter und so fort, ne? Ja, wir haben eine Compilation zusammen gemacht, Mischmasch. Ihr habt den wunderbaren Track Blow auf Gigolo released und das waren ja alle, Spielen das wir nachher war mal ja ein ein. mega Hit. Und da gibt es so viele gemeinsame Geschichten und ich fand Ali und Basti waren eigentlich immer so im ganzen Business mir am liebsten von den ganzen Leuten, die man da so kennenlernt. Der, Das ist aber jetzt das aber ist wirklich ein nicht, großes das ist die Kompliment. Wahrheit. Also, das ist natürlich die Ich hatte Wahrheit, mit Helmut. euch, wir haben uns immer gefreut, wenn wir uns sehen und gibt ja immer Meinungsverschiedenheiten oder irgendwas oder man denkt, boah, was spielt der jetzt für komische Sachen, aber ich glaube, wir waren uns immer zu ähnlich und deswegen war das immer sehr harmonisch. Ja, das können wir nur zurückgeben, ne? Remix von Ich habe uns, Listen to the His. Listen to the Hiss, genau. Aber, Oh Hören wir Mann. uns ja. nachher auch alles zusammen an, aber wenn wir einen Schritt weitergehen, Helmut, und wie ist denn das, wenn man das jetzt so aus München betrachtet, dass die Jungs im Museum sind? Vollkommen zu Recht oder ist das auch komisch? Ist das der richtige Zeitpunkt, dass man die elektronische Musik ins Museum bringt? Oder ist es, ja, also ich höre ja auch, dass man darüber ja geteilter Meinung sein kann, darf und auch soll. Es gibt geteilte Meinungen. Ich denke, ein Kollege Kurator von Lehmbachhaus in München war einer der Vorreiter und hat Kraftwerk hier, ich glaube, 2012 eingeladen für eine erste Beleuchtung im Museum. Und es war jetzt kein Auftritt, aber da waren zumindest die Roboter waren da. Kraftwerk war auch selber da. Ich habe auf der After-Hour-Party gespielt und ich weiß, dass Klaus Biesenbach in New York eine Ausstellung mit Böhr gemacht hat, die sehr kritisch beleuchtet wurde. Und ich sehe natürlich klar, dass Stuttgart und Tiefschwarz eine enge Verbindung haben.
und eine totale Berechtigung da, eine Ausstellung zu kuratieren mit befreundeten Künstlern, mit Tobias Rehberger und das ist total zeitgemäß. Es ist für das, was Tiefschwarz gemacht hat, die letzten 30, 40 Jahre, ich meine, da müsste man ja eine Jahresausstellung machen, wenn man alle Videos zeigen würde, alle Covers, Live-Auftritte. Basti war ja auch Schlagzeuger und dann die ganze Bandgeschichte. Ich habe es leider nur online gesehen. Ich weiß nicht, was alles beleuchtet wurde, aber das hat für mich eine totale Berechtigung. Danke. Ja, Tobias Rehberger, du hast die ganze Ausstellung gestaltet und ich meine, du bist ja mittendrin im Ausstellung machen weltweit und begleitest es ja auch. Jetzt ist es ja so, wie siehst denn du das, diese ersten Stippvisiten von elektronischer Musikkultur im Museum, im Bereich Hochkultur, das gibt's ja schon ein bisschen länger und du bist ja eh so ein Wandler auf diesen beiden Welten. Landen irgendwann alle im Museum und es gibt eine Sven Feld-Ausstellung und auch eine DJ Hell-Ausstellung oder oder irgendwann fangen die Clubs an, sich selber auszustellen. Ist das vielleicht ein Weg, der jetzt irgendwie anfängt so langsam? Ja, also wie der Helmut ja gerade schon gesagt hat, das ist ja jetzt keine Neuerfindung dieses Jahr, dass es sowas gibt. Alle landen bestimmt nicht im Museum, aber wenn jemand was Relevantes gemacht hat und es sinnvoll ist, sozusagen das heute und die Zukunft mit der Vergangenheit zu verbinden, dann sind natürlich Ausstellungen schon immer berechtigt und auch wichtig, weil jemand, der das nicht so gut kennt, zum Beispiel jüngere Leute, die sich ja für sowas auch interessieren, kriegen da natürlich einen umfassenderen Einblick, als wenn die sich alles selbst zusammensuchen müssen. Und auch ein Einblick, der natürlich eingefärbt ist durch eine bestimmte Sichtweise, die ja in dem Fall zwar auch von mir kommt, aber natürlich auch von den beiden Akteuren kommt und was man eben nicht darf, und das ist ja oft ein bisschen die Diskussion, ist was, wenn es ins Museum geht, dann sozusagen ist es was Abgeschlossenes, ist es nur noch was Retrospektives und vielleicht im schlimmsten Fall Sentimentales. So darf es natürlich nicht sein. Ich meine, wir haben jetzt natürlich Pech, dass diese Ausstellung bis jetzt nicht sehr mit Leben erfüllt ist, weil keiner hin kann. Ja? Aber wenn das mal so sein sollte, dass es wieder losgeht, dann wird ja auch in der Ausstellung einiges passieren. Und um die Ausstellung herum, jetzt ist alles digital, hat auch was, hat auch seine Berechtigung, ist aber eben nicht alles. Ja? Und das sozusagen zum Anfassen, zum Hinriechen, zum Selbstentscheiden, wo man hinguckt, das ist natürlich was eine Ausstellung leisten kann. Und deswegen finde ich es auch total berechtigt. Es darf eben nicht nur das sein, also sozusagen sich ins Museum hängen und dann was Abgehangenes werden. So darf es natürlich nicht sein. Und so ist die Ausstellung auch nicht konzipiert. Und wie gesagt, wenn die Leute mal rein dürfen, dann wird da ja noch einiges passieren. Und das ist eben das Wichtige, dass es eben, wie gesagt, nichts Abgehangenes ist. Ja. Lieber Basti, du in Berlin, ja, ich glaube, du wirst alles nur bejahen können, was der Tobi gerade gesagt hat. Und ich bin wieder mal gespannt. Jetzt haben wir ja so, naja, einen Monat ist die Ausstellung da. Wir machen digitales Programm. Offen haben wir hoffentlich auch bald. Gab es denn schon Feedback auch von Kollegen und auch aus deinem Bereich, dass man sagt, ja, das ist ja Wahnsinn, dass ihr das kriegt habt? Oder hey, wie konntet ihr das machen? Weil genau wie der Tobi sagt, in dem Moment, wo man Museum ist, dann ist ja irgendwie alles zu Ende. Ich habe ja, du kennst ja auch die Geschichte mit den Fantas, also die haben das gerne gemacht, aber da war so ein bisschen natürlich die Diskussion, ja gut, aber wenn wir jetzt im Museum sind, dann kommen wir ja nie wieder raus. Also ich sehe das eher als Zwischenschritt, tollen Zwischenschritt, und das Feedback, was ich bekomme, ist von vielen Freunden und Bekannten, nicht nur digital ist, dass die Ausstellung digital so eine Strahlkraft hat, dass es einfach so eine magische Ausstrahlung hat, die als Seltenheitswert hat. Also das Feedback ist durchweg positiv, muss ich sagen. Und dass wir jetzt
Ausstellung haben, dass wir aufhören. Sage ich ja. Also es ist ja eigentlich jetzt eher so ein Zwischenschritt, weil wir halt einfach gerade nicht touren können. Wir können keine DJ-Gigs spielen und haben was auf unserer Seite, was, naja, so gesehen, viel davon jetzt über Livestreams und über Ideen zu gestalten und zu zeigen. Wir haben das große Glück, dass wir mit dem Museum und mit Tobias und vielen anderen Gästen halt einfach was zu zeigen haben, bevor wir jetzt wieder auf die große Weltbühne gehen. Und das ist für mich natürlich, was sonst alle natürlich auch. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn ich diese Ausstellung sehe, online oder wenn ich live drin bin, kriege ich wirklich Gänsehaut und wackelige Knie, weil es wirklich so was Besonderes ist. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, beziehungsweise wir sind beide sehr, sehr stolz drauf. Ja, wie ist es bei dir, Ali? Du bist ja noch derjenige von euch beiden Brüdern, der zusätzlich ja auch noch selber Künstler ist, Grafiker ist, der da eine große Affinität hat. Hast du das mal so gespürt, da so eine gewisse, ja, dass man merkt, was mit einem passiert, wenn man musealisiert wird? Ich meine, das ist ja so ein schrecklich interessantes Wort, wenn man darüber nachdenkt. Ja, also im Prinzip ist es ja ganz einfach. Also alle Beteiligten, die jetzt haben es im Prinzip genau auf den Punkt gebracht. Also das Museum, das, was du hier in Szene setzt, ist für mich nicht das Museale im klassischen Sinne, sondern es ist eine Begegnungsstätte und das ist natürlich absolut up-to-date. Und eigentlich ist es auch ein Ding, was mit Leben gefüllt gehört und das wird auch kommen. Deine Partys ums Museum rum ist das beste Beispiel dafür. Das brauchen wir noch ein bisschen, aber das kommt. Im Prinzip ist das nichts anderes, wie wenn man in der Musik immer wieder zurückschaut. Ne? Also gerade ist wieder ein mega House-Revival und die ganzen Leute ziehen die alten Platten raus, die Zitate aus den Ende 80er bis Mitte 90er. Gabba ist plötzlich der große Fashion-Trend, was auch immer. Das heißt, es ist immer dieses Spiel aus Blick zurück und neu interpretiert auch nach vorne geben. Und deshalb ist das völlig, eigentlich Museum ist eigentlich das falsche Wort dafür. Es ist eine Zustandsbeschreibung, die uns total happy macht. Wir sind super dankbar und glücklich, aber es ist nicht dieses Museale, was man im klassischen Sinne darunter versteht. Eigentlich ist es hier eine Performance und eben auch die Schnittstelle zwischen Bild und Ton. Also insofern, klar ist es so eine Zustandsbeschreibung, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt morgen in die Kiste gehen. Ne? Also das heißt, wir sind hier und da wird auch noch mal getanzt werden. Helmut, so ein kleines Bild kannst du dir vielleicht machen. Ich glaube, wir laufen einmal hier rum. Das sind also alles Zitate, die Tobi sich überlegt hat. Der Kühltresen in der Bar hat eine große Rolle gespielt. Die Treppe ist praktisch das Symbol für rauf, runter, nämlich oben Bar, unten der Club, oben Himmel, unten Hölle. Das war auch eine ganz wichtige Partyreihe. Ja, und so weiter und so fort, der Dancefloor. Wir haben ganz viele kleine ästhetische Elemente rausgepickt, die der Tobi so aus vielen Footage-Fotos rausgefiltert hat und auch noch aus eigener Erinnerung, was da noch so im Nebel noch hängen geblieben ist. Unser Vater hängt hier an der Wand, wenn du mal rüberschwenkst, der ganz wichtig war für die Tür. Der war auch so der Conferencier und der Mann mit dem Daumen nach oben oder unten, nämlich Himmel oder Hölle. Ja, also im Prinzip habt ihr es alle auf den Punkt gebracht. Ich versuche das jetzt gerade nochmal zusammenzufassen mit ein bisschen Bild drumherum. Ja, also Museum in Anführungszeichen, eigentlich ist eine Zustandsbeschreibung, die wir uns nur wünschen können, aber weiter geht's. Ne? Also es ist jetzt nicht so, das war's. Also deshalb, Torben, merci beaucoup. Und den Schmutz und den Gestank und den Dreck, den kriegen wir schon noch rein. Ja, das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Ihr habt ja beim Aufbau schon alles gegeben. Ja, das war eine gute Sache. Ja, die Reste sind ja auch da. Lass uns mal da, Helmut, nochmal zu dir kommen. Du bist ja jetzt auch, du hast das mit Jonathan Mese gemacht, einem Kollegen von Tobias Rehberger. Und ich habe schon das Gefühl, dass auch so die Kunst und die elektronische Musik die sind sich schon immer nah und eigentlich gibt es immer wieder diese Kooperation. Wo liegt das Interessante drin? Was ist da das Reizvolle? Und glaube ich, wird es immer mehr werden? Ist das der Weg, den man geht, dass man sich eigentlich total interessant gegenseitig findet?
für mich war es nie denkbar, das Ganze auseinander zu dividieren. Für mich war Kunst, Mode, Musik immer ein gesamtes Bild. Und das war natürlich in der elektronischen Musik oder Clubkultur schwierig, das so plakativ durchzusetzen. Aber ich denke, mit Gigolo Records oder Tiefschwarz mit ihren Labels haben das auch deutlich gemacht, was visuelle Umsetzung ist, grafische Umsetzung, Videos und dann eben auch Performances. Ich bin weitergegangen oder vielleicht meine Idee war, mit Modedesignern zusammenzuarbeiten, Bühnenkleidungen zu entwerfen. Ich war im Studio oft und dachte während der Produktion schon, wie könnte das Cover aussehen, mit welchen visuellen Künstlern für Videos könnte ich zusammenarbeiten. Für mich war eine Trennung nie möglich. Und die Zusammenarbeit mit Jonathan ist eine große Bereicherung in meinem Leben. Und ich denke jetzt, durch das, dass man sich so kennenlernt, auch mit der Mutter Brigitte, denke ich oft, warum habe ich das nicht schon vor 10 Jahren gemacht? Und weil ich ein großer Supporter und großer Bewunderer von Jonathan seiner Kunst bin. Und habe ihn einfach gefragt, ob er nicht eine Idee hätte, mein Cover zu malen für mein letztes Album. Und er hat gesagt, okay, er versucht mal was und hat 60 Entwürfe gemacht. Und davon habe ich ein paar ausgewählt. Geil. Super. Ich bin ja auch großer Fan, sorry, ich will so reingrätschen, aber ich bin auch so, wow, cool. Und das Tolle an der Geschichte ist, dass ich dann gesagt habe, okay, da kann man jetzt irgendwie nicht über Bezahlung reden, ich würde aber gerne Musik mit ihm machen. Es ist aus dem entstanden und dann sind wir im Studio in Berlin und dann kam die Mutter noch dazu bei der zweiten Session, war im Tricks-Studio in Berlin am Moritzplatz und dann waren 4 Songs fertig, dann waren 8 Songs, dann waren es 12 Songs und ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, was ich mit dem Album machen soll. Und dann dachte ich, ja vielleicht wenn Mese und Hell, dann ist es doch Bergheim und dann ist es Ostgut Ton, das Plattenlabel von denen. Und das habe ich denen angeboten als erstes, weil ich wollte es nicht auf meinem Label machen, weil da gerade ein Album released wurde. Und Ostgut Ton sagte dann, tolles Album, aber im Moment keine Verwendung. Das fand ich eigentlich okay. Und dann plötzlich kam Bubak Records und Daniel Richter ins Spiel. Und das ist jetzt praktisch so ein Trio, das sich da entwickelt hat. Weil Daniel Richter ist der Inhaber von Bubak Records in Hamburg. Und der hat sofort gesagt, er will signen und er will das Cover malen oder jetzt nicht gemalt, er hat hat Fotos benutzt und er macht ja so eine collageartige Kunst auch, die ich sehr toll finde und daraus ist ein Kunstbuch geworden, vielleicht ein Gesamtkunstwerk und daraus ist eine Verbindung zwischen Daniel, Jonathan, Brigitte und mir entstanden und da wird vielleicht auch noch mehr entstehen, weil Daniel hat ein Interesse auch an Gigolo-Musik und vielleicht werden wir Geschäftspartner in die Richtung, er ist nicht abgeneigt und er hat eine Ausstellung jetzt im März in München, da werden wir gemeinsam Promotion machen für die gemeinsame Platte, weil Daniel ist auch beteiligt, nicht nur als Label-Chef, sondern auch als Künstler und da passiert gerade so viel. Heute war die erste Single-Release und für mich ist es eine große Bereicherung in meinem Leben und ich denke, es ist auch natürlich ein Ausweg aus der Misere, dass wir Basti Ali Berufsverbot haben seit 1 Jahr und praktisch uns da alles weggebrochen ist, weil ich denke, bei Basti und Ali war es ähnlich. Man lebt ja von den Einnahmen als DJ und von dieser, wir nennen es Never Ending World Tour. Man ist ja das ganze Jahr unterwegs und das war bei mir auch so und das ist komplett weggebrochen. Und ja. Dann habe ich versucht, ja. Ich muss aber dazu sagen, dass die Pause mir also meine Ohren haben sich so ein bisschen erholt und man ist mal so ein bisschen vom Gas runter. Es fängt jetzt natürlich an, schon wieder zu jucken. Also wenn man schon mal irgendwie drüber nachdenkt, wir gelebt haben und das wurde jetzt natürlich abgeschnitten, ist es natürlich für uns erstmal ein Vorteil, mal wieder den beruhigen und wieder zu Hause zu sein und es auch zu genießen, zu Hause zu sein. Aber das Fernweh kommt natürlich gerade immer stärker zurück. Auch das Gefühl, selbst wenn ich irgendwo an einem Laden oder wenn ein Auto mit lauter Musik an mir vorbeifährt oder so und dann hört man tiefe Bässe, da habe ich dann schon wieder Bock, sofort einen Kopfhörer loszulegen. Also es ist einfach in uns reingepflanzt. Wir haben das so lange gelebt und so lange durchlebt. Das kriegt man sowieso
Das ist ja ganz Mir weg, das glaube ich. eingefroren. Ja, ja. Ich habe noch einen ganz kleinen Einwurf zu deiner Erzähl, Daniel ja. Richter-Geschichte, Helmut. Ja. Die Frau von Daniel Richter habe ich vor 10 Jahren oder sowas in Berlin auf einer Party getroffen. Die war früher Stammgast im On You und hat diese ganze Performance-Plattform mitgekriegt und hat mich dann so zur Seite genommen und gesagt, Ali, du und Katja, was ihr damals da gemacht habt, das war so irre, ich bringe das auf die Theaterbühne. Also da gibt es auch nochmal witzigerweise so einen Querschläger in die Richterecke, die als Theaterregisseurin das damals schon aufgeschnappt hat und wahrgenommen hat. Mal sehen, was daraus wird. Ne? Wahnsinn. Ja, Guck mal, jetzt verrückt, schließt ne? sich der Kreis zwischen Hamburg, München und Stuttgart, Berlin. Ja, es ist immer, Und Deutschland Frankfurt. ist ein Dorf. Ja. Und Ja, Frankfurt ja. natürlich. Tobi auch noch, ja. Tobi, auch noch mal zu dir gerne. Du hast ja was Herr jetzt beschrieben hat, man lädt dann sich ein, man macht ein Kunstprojekt, man macht eine Ausstellung und lädt dann auch die befreundeten Künstler, elektronische Musikkünstler ein. Ja, genau, kann man ja auch bei dir sagen, bei der Probegrube, die du für die Staatstheater für Schauspiel gemacht hast hier in Stuttgart, war das ja ähnlich, da hast du auch Ali und Basti eingeladen. Oh. Ja, da ist dein Ton aus, guck mal. Ja. Nee, ich habe wieder auch eine totale Internet-Scheiße. Ja, war aus, Entschuldigung. Jetzt geht's. Ja, wir haben ja über die Jahre immer wieder was gemacht. Ich kenne ja den Ali schon, bevor er am Plattenspieler stand. Das war einfach was ganz Natürliches, schon mal allein dadurch, dass wir uns so lang kennen und so lang befreundet sind. Aber ich denke schon, dass es auch so quasi so eine strukturelle Ähnlichkeit gibt oder Verbindung zwischen der bildenden Kunst und der elektronischen Musik. Die elektronische Musik ist ja oder war zumindest sehr lange eine Musikrichtung, die wenig aus irgendwelchen Sentimentalitäten geschöpft hat und wo es immer um so eine Art Herstellung von, so nenne ich es jedenfalls immer, Andersartigkeit ging. Und im Prinzip geht das ja in der bildenden Kunst auch immer um sowas. Und deswegen glaube ich, stand sich das von Anfang an nahe. Also allein, dass man überlegt, das kann man sich jetzt heute gar nicht mehr vorstellen, aber diese Diskussion, die es mal gab, irgendwie sind DJs überhaupt Künstler, sind das überhaupt Musiker? Also sozusagen aus der Gitarrenecke gab es ja damals auch viel Widerstand, sozusagen das anzuerkennen und zu verstehen, wie das ja der Westbam immer so gut formuliert, ja, also dieses und schon sehr früh so direkt so formuliert hat, dass man eben da neue Methoden, Andersartigkeiten erfindet, die am Anfang eben gar nicht so klar waren, wie einem das dann heute erscheint. Ne? Und viele Leute das nicht verstanden haben, dass man mit 2 Plattenspielern und einem Mixer oder noch einer Samplemaschine, und ich war jetzt gerade in Indien, ja, in Goa, da haben wir viel drüber geredet, wie lustig das war. Damals, dort haben alle mit DAT noch gespielt, ja, weil es alles immer zu staubig war. Und als der Sven dann ankam mit seinen Platten, konnten die das gar nicht glauben, dass da jemand mit Platten spielt und so. Das sind so viele Sachen, die einem heute so normal erscheinen, die aber überhaupt nicht normal waren und da auch viel Kampf- und Durchsetzungsvermögen verlangt war von den Leuten, von wie die alle, die jetzt heute hier sind und viele andere, ja, was da alles passiert ist und wo das herkam und aus was für einer Verneinung das alles raus erwachsen ist, ja. Und wie gesagt, da sehe ich eigentlich auch so strukturell einfach eine ganz starke Verbindung. Es geht ja nicht darum, dass man was macht, was man schon kennt, sondern es geht ja auch immer, wie gesagt, um das andere und das, was man sich nicht vorstellen konnte. Und deswegen, glaube ich, gibt es eben diese Verbindung sehr stark. Also ich kann mich noch... Ja, gerne. So.
ich kann mich noch daran erinnern, das war 1988, wie Ali und ich zusammen geflogen sind und haben da auf so einer Totalparty in so einer Villa aufgelegt, beziehungsweise Ali hatte das gemacht, Kassettendecks, und dann hat man mit Kassetten aufgelegt. Und immer wenn das Stück zu Ende war, was wir toll fanden, hat man dann die Play-Taste und die Rewind gedrückt und zurückgespult worden. Und ich meine, da waren natürlich auch alle über den Jordan. Das war halt irgendwie eine Vollmond, schön verstrahlt waren. Und das ging dann auch Stunden hoch und runter, Kassettendeck rein, Kassette raus, rein, raus, hin und her gespult. Also sensationell. Das hat echt war auch sehr prägend, muss ich sagen, Tobi gerade und so. Also mit Kassetten haben wir es auch schon zu tun gehabt. Ja. Aber ich glaube auch super, wenn man so ein bisschen die Geschichte der elektronischen Musik, hört sich auch komisch an, aber ich bin Historiker, muss man mal nachsehen, betrachtet. Der Tobi hat das so angedeutet, ist ja so ein bisschen eine Ringen um gesellschaftliche Akzeptanz, und wir haben gerade schon eben drüber gesprochen mit dir, Helmut. Ja, ist jetzt amtlich, jetzt ist Techno-Musik, ja. Ja. Soll ich es noch? Ich kann es nochmal vorlesen, oder? Ja, Mama. Ja, und sag, okay, wer es beschlossen hat. Ja. Achso, das beschlossen hat das Bundesfinanzgericht. Warum denn die bitte? Moment, der Beschluss lautet, die DJs spielen ihre eigenen Musikstücke mit Instrumenten im weiteren Sinn, um neue Soundsequenzen zu kreieren, die ihren eigenen Charakter haben. Versteht man das? Wir spielen Soundsequenzen. Ja. Akustisch schon, aber vielleicht vom Sinn her nur begrenzt, gell? Ja. Also ich kapiere es ehrlich gesagt nicht, ich habe es oft probiert. Aber die Instrumenten im weiteren Sinne, was könnte das sein? Plattenspieler? Wahrscheinlich, ja. Ich denke. Aha. Die DJs spielen ihre eigenen Musikstücke mit dem Plattenspieler, im weiteren Sinn. So. Okay. Ja, oder USB-Stick. Okay, und das Wichtige ist natürlich, dass ein Techno-Club ja auch jetzt als Konzertveranstaltung gilt, weil die Leute, die zum DJ gehen und DJ-Musik hören im Club, das ist ja dann wie ein Konzert. Und deswegen ist es jetzt auch Musik und deswegen wird es auch als Konzert gewertet. Das Bundesgerichtshof hat das so entschieden. Im Dezember 2020, das ist kein Witz. Ja. Wir sind offiziell Musik. Wir sind offiziell am Leben, uns gibt's. Ja. Hat einige Jahre gedauert, ja. Nein, die Frage hast du perfekt beantwortet, nämlich du bist jetzt der offizielle Verkünder gewesen, nochmal dieses tollen Urteils, ja, der irgendwie, aber du kannst vielleicht auch nochmal erzählen, hast du das auch so wahrgenommen oder ist es auch immer so ein bisschen immer so der Kampf gegen das Vorurteil gewesen, der Techno ist doch gar keine Musik und ihr seid doch gar keine richtigen Künstler und das, was ihr da macht, hat doch überhaupt keine eigene Ausdruckskraft. Trifft das schon auch so ein bisschen, was einen immer wieder begleitet hat? Naja, ich bin ja vielleicht der Älteste in der Gruppe hier und war ja auch Anfang 90 schon weltweit unterwegs, auch in Kuba, in Finnland und behaupte immer gerne, ich war der erste Mensch, der da diese Art von Musik gespielt hat live, mit Plattenspielern, also mit Instrumenten, so dass man das auch versteht. Und habe in Kuba eine Universität mit aufgelegt. Da war ein deutsches Kamerateam dabei, da war dann nach einer halben Stunde Stromausfall und da ging es natürlich in keinster Weise darum, ob ein DJ jetzt irgendwie, ob das jetzt eine Wertigkeit hat oder ob das einen Sinn ergibt. Und dann in Finnland, glaube ich, in Helsinki war ich auch der erste DJ 92. Dann war ich in Sapporo 94, 95 auch einer der ersten und so weiter. Und da war das eher dann als Pionierarbeit. Und es war eigentlich 10, 20 Jahre mein Auftrag, diese Art von Musik in die Welt zu tragen. Und natürlich war das oft auch missverständlich, aber ich sehe eher die Begeisterung im Nachhinein, wie das die Leute, ich hatte immer auch so eine Idee, ich muss die Leute bekehren zur wahren Musik, zum Essentiellen, zu dieser wichtigen Musik, die mein Leben bestimmt und ich muss da jetzt in die Welt raus und das muss ich so vielen Leuten wie möglich vorspielen und das mache ich bis Helmut. heute. Bitte? Der Papst Helmut. Also, ja, okay. Ja, genau. Aber ich meine, es ist doch auch ganz logisch. Also
es ist doch auch ganz logisch. Also dieses Ding so, man muss jetzt irgendwie das klar machen, dass es sich um Kunst oder Musik handelt. Das ist, glaube ich, da sind wir schon ein Stück weiter. Also so hinterm Berg sind die Kultur Leute auf so politischer Ebene oder so in den Obrigkeitsgefilden nicht mehr, sind so auch so ein bisschen mitgewachsen mit der Zeit. Ich glaube, was eben viel eindrucksvoller ist, egal ob das jetzt Techno, House, Disco oder whatever ist oder Hip-Hop, Musik ist halt die universelle Language, also Sprache, das versteht halt jeder. Jede Sekretärin, jeder Mensch in Sibirien oder in Brasilien im Dschungel, also was ist halt einfach, am besten auch noch die Four-to-the-Floor-Bassdrum, das ist halt einfach, du bewegst halt einfach deinen Popo. Da sind wir schon wieder bei Dance Till Your Popo, ja, witzigerweise, hahaha. Aber da sind wir gar nicht so weit weg. Es geht einfach um diese universelle Sprache, die jeder versteht. Und da musst du erstmal nicht, brauchst du keinen kulturellen Überbau, sondern es ist halt einfach so, du wackelst halt mit und am besten mit dem Popo. Na, insofern, das ist ein super Stichwort. Ich glaube, wir sollten mal Musik hören, Ali. Du darfst mal das DJ-Pult, glaube ich. Ja. Weil, wir haben halt T-Schwarz und Hell haben eine gemeinsame musikalische Geschichte. Das kann man ja so ausdrücken. Und also, spiel mal was aus dieser Geschichte und erzählt mal ein bisschen dazu, was es ist und wann es zustande kam. Ich spiele mal jetzt hier sogar eine Platte ab, die habe ich hier rausgekramt. Die hängt hier auch an der Wand übrigens. Mal ganz kurz. Hier, da unten hängst du mit dem Blow. Ach so, das... Hier in der langen Liste, also wir haben so ein Teil halt rausgeholt und jetzt spielen wir das mal ab. Das war nämlich auch mit Eric de Clark, der mit Hans Nieswand und wie heißt der dritte Kollege, komme ich jetzt gerade nicht drauf, der auch so einen Welterfolg hatte, From Disco to Disco. Eric de Clark, Hans Nieswand und der tolle Disco-Kompakt-Künstler. Justus. Fällt es euch ein? Egal. Justus Köntke, genau. So, kommt da jetzt was oder funktioniert das auch nicht? Kommt. Jetzt kommt. Wir hören's. Das war der Eric. Mein Gott. I have tried and tried and tried, but patience to me and time have lied. What a waste, the beat's not in your face. I was about to get down, then something happened to the sound. As if the floor was snatched from up under my feet, my soul began to float with the beat. Ja, und so weiter und so fort. Das war dieses legendäre Stück auf deinem Gigolo-Label. Da waren wir echt so happy. Cover gemacht. Hast du das Cover gemacht? Das damals? Haben wir gemacht damals, ja, genau. Also totaler Welthit bis heute, aktuell, immer noch modern. Witzigerweise kommt das gerade alles wieder, ne? Nee, das ist kein Witz, bestimmt gar nicht. Das war so eine Bombe weltweit. Das war ein Sommer lang der Club-Hit, Blow. Das wollten alle lizenzieren. Ich habe auch lange gekämpft dafür, das weiß ich noch. Und das ist bis jetzt zeitgemäß. Ja, also witzig, ne? Es kommt halt alles in Wellen, ne? Ja. Ja, was auch wichtig war, was mir eingefallen ist, dass ihr in den Nullerjahren, ja, jeder Remix, jeder Release von euch war totale Bombe, totaler Hit in den Clubs und das war immer ein Volltreffer. Da gab es Jahre, wo jede Tiefschwarz-Single, jeder Release, jeder Remix, ihr wart ja die heißesten Remixer schlechthin. Wir hatten mal ein ganz gutes Händchen für eine Zeit, ja. Und dann war 2005 ist mir eingefallen, dass wir waren auf dem Dance Award Richtig. Mit eurem Vater. Da habe ich euren Vater kennengelernt. 2005 Dance Award, Best Remix, irgendwas, weiß ich nicht mehr, was das war. Spectrum war das. Okay. Ah ja, Tobias? Genau.
So. Und das fand ich sensationell. Da wart ihr mit eurem Vater. Ich weiß nicht mehr, wo das war, keine Ahnung. Ich glaube, in Aber Frankfurt war das. Ah ja, und dann seid ihr, glaube ich, auf die Bühne mit dem Vater sogar, Ego. oder? Wir sind mit Papa auf die Bühne. Hier, da hängt er. Genau. Da hängt er. Das saß ich neben euch, das weiß ich noch. Das war Ja, 2005. sehr gut, sehr gut. Ja. So, ich habe noch was anderes, was ein bisschen aktueller ist. Das ist nämlich Tobi, auch ein Tobi, ganz... hau rein, ja? Geh. Tobi, sag du was. Das aber durch die Verzögerung bin ich ein bisschen im Verzug. Ich müsste langsam mal Du musst gehen. nur gehen. Sollen wir, Mach Wenn ihr das. mit- jetzt höre ich gar nichts. Hallo? Nee, wir haben gar Ja, kein auch Problem. nichts mehr. Aber Tobi, Wir sagen- genau, Tobi, wir sagen dir einfach vielen, vielen Dank. Ciao. Wir haben ja auch maßlos überzogen, da wir viel zu spät angefangen haben. Danke, dass du dabei warst. Tobi, bravo, Und vielen bis Dank. auf bald. Helmut, vielleicht mal live, gell? Unbedingt, Ja, wir gell? hatten schon ein paar Versuche. Ich habe es nie geschafft. Gerne live. Ja, Super. irgendwann gehabt. Ja, was? Tobi, Ich hatte noch danke. aufgeschrieben, dass du in der Documenta die Schneemaschine in deinem japanischen Pavillon, das fand ich total 2000. Das fand ich. Die Maschine. Was war das? Sommerschneemaschine. Genau, Schneemaschine, ja. Sehr Das gut. fand ich super, super genial. Wollte ich noch loswerden. Okay. Tobi, Vielen Dank. wir hören uns. Vielen Ciao. Dank. Bis dann. Tschüss. Helmut, jetzt spiele ich Was noch haben wir was. noch für Musik, die euch Ja, verbindet? ich spiele noch Ja. was Aktuelles an, was wir, also ich persönlich, Basti wird es wahrscheinlich genauso gehen, eine ganz, ganz tolle Arbeit von uns fand, nämlich den Remix von uns für To Die, To Sleep. Auch ein schöner Slogan. Ja. Whether it's hidden over in the mind to sharper the swing and arrows of a greater fortune, or to take arms against the sea of trouble, and by opposing engine to die, to sleep, to fall. and arrows of a greater fortune, or to take arms against the sea of trouble, and by opposing engine to die, to flee. Geht noch ewig weiter, aber ja. Also auch war eins der 1000 Stücke, die du einfach in deiner Karriere bislang kreiert hast und wir hier auch dann ran durften als Remixer. Also wenn man so auf deine Sachen zurückblickt, muss man ja auch sagen, wow. Bist ja auch so ein bisschen ähnlich gestrickt wie wir, dass du auch gerne mit Partnern arbeitest und immer wieder dich neu erfindest und du auch ungern dich in eine Schublade stecken lässt, und da sind wir uns sehr ähnlich, und ich glaube, deshalb gibt es da auch die Berührungspunkte,
und die beidseitige Sympathie. Und ja, also vielen Dank auch nochmal für Da die Chance. Da schließe ich mich. Ich bin und war immer und werde auch immer bis in die DJ Hell-Fan sein. So. Ich muss gestehen, das ist ja ganz klar, beide sind Top-DJs. Man musste immer aufpassen, wer spielt was, mitschreiben. Ich habe Ali immer genervt beim Auflegen. Was ist das für Stück? Was ist das für Stück? Es war schon peinlich. Nein, das ist überhaupt nicht peinlich. Ist gut. Ist gut. Da passt jemand auf. Auch Basti und so, wir haben so oft in Ibiza gespielt, mega Partys zusammen. Basti war ein brutaler Party-DJ, einer der besten, die ich kenne. Und das war stilistisch ähnlich, würde ich sagen, oft seit 2 Jahrzehnten. Das war immer so im gleichen Feld zwischen, weiß ich nicht, House, Deep House, Minimal, abstrakte Sachen, Techno, ja, so technoide Sachen, alles. Euer Blackstroke Remix damals von Ghost Track zum Beispiel war ja einer der Partyburner des Jahres. Und die Liste ist endlos. Aber also, ich finde, dass wir stilistisch alle 3 sehr ähnlich sind. Ja, und was ich gerade total spannend finde, jetzt auch durch dieses Corona befeuert, also so geht es mir zumindest, wenn irgendwie die Türen wieder auf sind, werde ich ein Gewitter an Vielseitigkeit abfeuern, ohne Genre, Nischendenken, sondern alles. Es muss querbeet pfeffern, von Disco bis ABBA, von Zappa bis Techno, da muss alles rein, da muss so der Wirbelwind in die Disco reinfegen, dass es da auch mal sich wieder durchmischt. Und das, was wir eigentlich alle 3 schon immer irgendwie gut fanden, nämlich dieses genreübergreifende und nicht so sehr nur in einer Ecke hängen. Und da freue ich mich richtig drauf, dass dann so, also für mich würde es gerne so handhaben, wahrscheinlich gibt es die anderen, die es genau das Gegenteil wollen, das ist ja auch Wurst. Aber ich glaube, da kann man nochmal sagen, so, wir fangen praktisch wie ein bisschen von Null an, weil jetzt ist alles da, was Freude macht und Emotionen weckt. Ne? Und da können wir es eigentlich kaum erwarten. Wir müssen hier auch was unbedingt im und ums Museum machen. Und Helmut, du bist herzlich eingeladen. Ne? Der Weg von München ist nicht weit. Richtig fatzen. Da lassen wir es fatzen. Fatzen, ja. Okay. Fatzen lassen wir es. Tom, ja, wie sieht's aus? Ja, wir sind ja das Museum, was vielleicht zu den größten Schandtaten bereit ist. Wir müssen immer um 6 Uhr schließen in der Party, damit wir um 10 wieder für die normalen Gäste aufmachen können. Das ist unsere einzige Grenze. Und das haben wir auch schon getan. Schon mehrmals, dass wir um 6:30 raus sind. 18 Uhr schließen. Nee, dass wir um 6 Uhr morgens schließen müssen. Also der Konstantin Siebold und Helena Haus haben bei uns bis um 6 Uhr morgens gespielt. Dann ist die Putzkolonne rein und wir haben um 10 Uhr morgens wieder aufgemacht. Es hat noch ein bisschen gerochen, das muss man ehrlicherweise sagen. Ja, aber wir versuchen bis zum Ende den guten Moment nicht hinauszuzögern. Unser großartigster Museumsmoment ist mit Sit-Downs morgen mit Putzlicht bei Konstantin Siebold. Das war sicherlich für ein Museum großartiger Moment, ja. Sehr guter Mann. Also ich kann nur, also an uns liegt sich, wir sind bei sowas immer dabei. Lass mich noch mal einmal so, wir kommen zum Ende, wie wenn du, Helmut, so, du hast natürlich wahrscheinlich, was ist denn für dich der T-Shirts-Track? Also der Track, wo du sagst, ey, den habe ich so oft hoch und runter gespielt. Das ist das Ding, was für die Jungs steht und das ist irgendwie auch das, was ich heute noch im Plattencase mitnehme und die Bombe aller Zeiten ist. Low kann ich in jedem Set spielen, nicht nur, weil es auf Gigolo war, aber ich denke, ich meine, in diesen Nullerjahren, da war ja jeder Daft Punk, Entschuldige. Danke. Freudscher Versprecher. Der Tiefschwarz Remix war ein Mega-Hit. Und ob die jetzt auf DFA oder auf Output oder wo auch immer die Remixe rauskamen, das war ein Knaller nach dem anderen. Ich weiß noch, das war immer, ich habe auch Ali und Basti immer genervt, ich brauche das Vorab, ich brauche die White Labels, ich musste spielen und so weiter. Hat immer funktioniert, aber das war echt, beide waren eine Hitmaschine, das war unfassbar. Über so einen langen Zeitraum, so viel Bomben rausgestellt und so viel, also mein Lieblingstrack ist Blow natürlich, aber wenn man da jetzt eine Top 50 von allen Remixen und
und Tiefschwarz-Tracks, also da müsste ich mich mal wirklich bemühen, aber da könnte man einen tollen Abend machen, nur Tiefschwarz-Releases. Genau. So, Ja. das wird auch noch im Rahmen der Museumskiste hier passieren. Ah ja, cool. Ne? Ali, geh doch noch mal kurz an die Fotowand. Ja, komm, wir machen noch mal einmal Ja. einen Schwenk. Wer ist da, wer genau? Bist du da, ist der Helmut da auch drauf? Der Helmut ist. Oh nee, haben wir vergessen, scheiße. Nee, den haben wir nicht vergessen. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe immer geguckt, aber irgendwo, ich glaube, ich muss noch mal mein Handy durchwühlen. Und wenn wir Also diesen dann da. ohne Fotos hätte ich für euch noch. Ja, guck mal, hier hat einige. Ja, Du bist so Wenn ausgepasst, nur oben ohne Fotos. mit ganz kurzen Haaren, immer oben ohne, klar. genau, natürlich. Immer so. Ja, also das ist natürlich hier so eine Wand, die ist natürlich auch sind ja nur Zitate und so weiter und so fort, aber es war einfach der Prozess, der Entstehungsprozess war das Tolle. Der Tobi und wir haben uns hier 2, 3 Nächte eingeschlossen und haben hier richtig diesen Hollywood-Film Eine Nacht im Museum nachgespielt und das war einfach grandios, weil es roch dann auch dementsprechend nach Club, das ging relativ schnell. Ne? Und ja, also man muss hier drin stehen und dann spürt man es sofort. Und ja, Helmut, Jetzt sehen bitte. die Toiletten hier vor euren Postern. Du meinst die Toilette hier hinten? Ja, genau da, ja. Pissoir, ja. Das ist eigentlich der Eingang in die Ausstellung. Das sind die Außenpissoirs, weil eigentlich, komm mal mit, damit der Helmut sieht, Bin gespannt. das ist der Eingang in die Ausstellung. Du musst mal hier auf die, genau, also man kommt, also das ist jetzt praktisch, du gehst raus und dann die Tür auf und dann bist du praktisch im Foyer des Museums. Ne? Also man muss das jetzt umgekehrt vorstellen. Jetzt Du kommst, ne? genau. So, du kommst also praktisch durch die Toilette in die Ausstellung, weil die Toilette war eben das Essentielle in jedem Club, da wird einfach das Männlein-Weiblein-Thema verhandelt. Und zwar alles. Ne? Oder Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein, also wie auch immer man Lust hat. Und deshalb das war im Union nicht anders. Und unser Vater hat dann irgendwann mal gesagt, also so langsam verlange ich nochmal extra Eintritt für die Toilette, weil was da abgeht, das kostet jetzt. Also wir haben das mit Absicht einfach klar nochmal gemacht, wie wichtig die Toilette nicht nur im echten Leben, sondern auch im Club ist. Und insofern, genau. Also Also Ja, ich wenn man hoffe, jetzt hier mal reinguckt, sieht man ja hinten. Erzähl. Also ich sehe jetzt schon wieder, dass mich das alles so wahnsinnig glücklich macht und Stellung wirklich vermisse. Und es ist so gut getroffen. Also mit der Säule unten aus dem On-U raus, mit dem DJ-Pult und dem ganzen Drumherum. Der tolle Boden, den wir wirklich jetzt endlich mal eintanzen müssen. Und, naja, ich kann auch einfach nur noch sagen, wahnsinnig herzlichen Dank an den Torben und ans Museum, dass das alles so stattfinden konnte und dass das auch alles jetzt nach wie vor, wir werden das ja jetzt bald einweihen, ja, und dann ist der Helde natürlich dabei und der Rehberger auch dabei und dann haben wir auch eine richtig feste Internetverbindung und dann können wir das volles Rohr nach außen jagen. so machen wir es. Tja, das war doch ein super Schlusswort. Danke, Basti. Ich hoffe das auch sehr. Ich hoffe, es ist ja inständig nicht nur für uns alle, sondern ganz einfach zu sagen, lass es funktionieren, dass wir schneller impfen, dass wir herdenimmun werden und Ende August müssen wir die Ausstellung schließen, dass wir bis Ende August so herdenimmun geimpft und sonst was sind, dass wir das Ding danach zur Finissage, wie man das so schön im Ausstellungswesen sagt, auseinanderreißen. Da treibt man die Können Herde, mit euch allen, das wäre die natürlich Herde, die das Lemminge springen über die grandioseste Klippe. mögliche Szenario. Ja? Genau, so machen wir Also, das. vielen Dank, Helmut. Vielen Dank, Helmut. Ali und Basti, für den wunderschönen Abend. Ja, Danke, es war Torben, großartig. Basti, feiert schön Geburtstag in Berlin. Ich mache hier noch ein bisschen Ausstellungsparty hier. Ich rufe jetzt den Alles Stefan. klar, Torben, Macht's Helmut, gut. Unser vielen Kumpel Dank für alles. Danke, sehr, sehr, sehr gerne. Ja, Helmut, wir Alles hören Liebe. uns. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss, ciao zusammen. Ciao. Adios. Tschüss. Du, 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 du.